Daten sichern und verwalten. Ab der 5. Version von Songbook Plus. Songbook Plus ist eine Universal-App für das Apple iPad, iPhone und den Mac. Zum besseren Verständnis: die Funktionsweise an allen Apple-Geräten ist gleich, lediglich die Darstellung unterscheidet sich unter Umständen etwas. Über die 3 Punkte gelangen wir zu dem Menüpunkt Daten sichern. Wo sollen die Daten gesichert werden? Man kann sie direkt in der Cloud von Apple selbst sichern. Das funktioniert am besten und quasi vollautomatisch. Dann kann man das in einer anderen App sichern und speichern unter. Diesen Befehl kennt man ja vom Computer. Welche Dateien sollen gesichert werden? Hier unterscheidet man zwischen alle Dateien und nur die Datenbank. Zum Verständnis: alle Dateien bedeutet das komplette Backup, inklusive aller Daten, alle Texte, Audio- und Videodateien. Datenbank sind nur die Einstellungen der App und die einzelnen Songs, aber ohne Inhalt. Die Text- und Audiodateien werden nicht mitgespeichert. Hat man sich nun für die Option entschieden, drückt man auf Datensicherung starten. Dann werden alle Daten gesichert. Ich habe mich für die iCloud Drive und alle Dateien entschieden. Dann kommt die Meldung, dass die Datensicherung erfolgreich in den iCloud Drive Ordner abgelegt wurde und jetzt vollautomatisch im Hintergrund hochgeladen wird. Das sehen wir dann hier. Das kann man auch wegklicken. Alles passiert im Hintergrund. Um die anderen Optionen zu zeigen, gehe ich jetzt auf Daten sichern und klicke jetzt mal auf andere App und alle Dateien. Und dann wird wieder eine Datei erstellt und hier kann man dann die App auswählen, wo das Backup gespeichert werden soll. Die Auswahl hängt davon ab, welche Apps auf Ihrem Gerät installiert sind. Wählt man die Option Speichern unter, dann öffnet sich die Dateien-App und alle verfügbaren Orte werden angezeigt, wo man das Backup speichern kann. Daten mit mehreren Mandanten. Hat man mehrere Mandanten im Songbook Plus, dann geht man über das Zahnrad hier auf den gewünschten Datenordner. Ich habe hier 2 und wähle den Piano-Ordner aus. Songbook muss dann neu gestartet werden. Geht man nun auf Daten sichern, erscheint ein zusätzliches Feld, welche Mandantenordner gesichert werden sollen. Man kann alle Ordner auswählen oder nur den aktuellen Ordner. Diese Funktion gibt es nur, wenn man wirklich mehrere Mandanten benutzt. Ansonsten ist diese Funktion nicht verfügbar und auch nicht nötig. Dann kann man hier wieder auswählen, ob alle Dateien oder nur die Datenbank gespeichert werden soll. Ich entscheide mich für die Datenbank. Auch hier wieder die Meldung, dass das dann im Hintergrund alles automatisch hochgeladen wird. Das Ganze geht natürlich auch wieder, dass die Daten in anderen Apps gespeichert werden. Und je nachdem, welche Apps auf dem iPad, iPhone oder Mac installiert sind, werden die hier verfügbaren Apps angeboten, dass man das dort direkt speichern kann. Ich nehme als Beispiel die Notizen-App am iPad. Die andere Alternative ist, auf Speichern unterzugehen. Dann öffnet sich im Prinzip das, was das Gerät anbietet an Optionen. Bei mir sind das Dropbox, MyCloud, Google Drive und so weiter. Das Ganze gibt es auch für externe Festplatten, für USB-Sticks und alles, was ihr so benutzt an Speichermöglichkeiten für eure Geräte. Die Funktionsweise ist im Prinzip immer die gleiche. Auswählen wo, auswählen was und dann auf Datensicherung starten. Daten wiederherstellen. Achtung, alle Dateien werden überschrieben, wenn man Daten wiederherstellt. Wir gehen auf die 3 Punkte auf Datensicherung verwalten und da werden alle Datensicherungen, die in der iCloud Drive liegen, angezeigt. Hier kann man die dann aus der Cloud auf das Gerät herunterladen. Das mache ich jetzt mit dem MacBook Air Backup.
Der Hinweis, dass die Daten aus der Cloud auf das Gerät heruntergeladen werden und anschließend kann man entscheiden, ob man die Datensicherung wiederherstellt oder nicht. Das Ganze dauert einen Moment, je nach Größe und Internetgeschwindigkeit. Nachdem 100% erreicht wurden, wird das angezeigt. Gerät plus iCloud. Dann drücke ich auf den Rückwärtspfeil und werde darauf hingewiesen, dass erstmal nur der Inhalt gezeigt wird. Nun ist die Datensicherung bereit zum Wiederherstellen. Hier wird angezeigt, was die Datensicherung enthält. In meinem Fall ist es die Komplettsicherung aus dem Mandantenordner Piano. Dann nochmal der Hinweis, dass alles in diesem Mandantenordner gelöscht wird und mit den Daten aus der Datensicherung ersetzt wird. Benutzt man keine Mandanten, werden diese hier auch nicht angezeigt. Drückt man auf Wiederherstellung starten, kommt nochmal der Hinweis, dass alles überschrieben wird. Nach der erfolgreichen Wiederherstellung muss man die App neu starten. Und siehe da, nun habe ich den ganzen Piano-Ordner, den ich auf dem Mac hatte, auf dem iPad. Hier noch einmal das Beispiel auf dem iPhone. Gehe über die 3 Punkte auf Datensicherung verwalten, dann wieder auf das MacBook Air Backup, lade das auf das Gerät runter, dann drücke ich auf den Rückwärtspfeil. Die Datensicherung wird angezeigt und dann kann ich auf Wiederherstellung starten drücken, neu starten. Und nun habe ich das gleiche auch auf dem iPhone. Daten sichern und wiederherstellen aus einer anderen App. Über die 3 Punkte und Daten sichern kann man ein Backup erstellen und das in einer anderen App speichern. Ich wähle die Option andere App und entscheide mich nur für die Datenbank. Dann drücke ich auf Datensicherung starten. Ich speichere das Backup in der Notizen-App. Dann drücke ich auf Mit App teilen. Es öffnet sich das Fenster der Notizen-App. Ich gehe auf Sichern. Um das Backup wiederherzustellen, öffne ich die Notizen-App und wähle das Backup aus. Drücke dann auf Teilen. Dann wird mir Songbook vorgeschlagen. Beim Drücken auf das Songbook wird dann in der App Öffnen angezeigt. Draufklicken und dann kommt die Option, die Datensicherung wiederherzustellen. Hier wird angezeigt, was das Backup enthält und was mit den Daten, die bereits im Songbook Plus sind, passiert. Drückt man auf Wiederherstellung starten, kommt noch einmal der Hinweis, was mit den Daten passiert und dann ist die Wiederherstellung abgeschlossen. Danach Neustart der App. Eine weitere Möglichkeit, ein Backup wiederherzustellen, ist über Dateien importieren zu gehen. Klickt man da drauf, öffnet sich meine Dateien-App und da werden alle Möglichkeiten angezeigt, die das Gerät zu bieten hat. So kann man auch von NAS-Systemen, vom Stick, von den Clouds, die man benutzt oder aus anderen Apps und so weiter. Da, wo man sein Backup gespeichert hat, kann man dann über Dateien importieren, sein Backup wiederherstellen. Nach dem gleichen Prinzip wie in diesem Beispiel kann man die Wiederherstellung aus allen Speicherorten machen, wie zum Beispiel Dropbox, Google Drive und alle möglichen Clouds, USB-Sticks, Festplatten und so weiter. Datensicherungen verwalten. Geht man über die 3 Punkte auf Datensicherung verwalten, kann man hier die einzelnen Datensicherungen löschen. Die werden dann endgültig gelöscht und man kann sie nicht wiederherstellen. Links wird angezeigt, wo die Backups gespeichert sind, auf dem Gerät und in der Cloud oder nur in der Cloud. Das Ganze funktioniert nur mit der iCloud von Apple selbst. Die Backups in anderen Apps und auf externen Laufwerken und in anderen Clouds werden hier nicht angezeigt. Und hier nochmal ein Beispiel, die Datenwiederherstellung vom iPad auf der Songbook Plus App auf dem Mac. Auch in diesem Fall habe ich mehrere Mandanten, deswegen wird mir das hier angezeigt. Demo-Dateien Download. Wenn das Songbook Plus noch leer ist, kann man ganz unten die Beispieldaten herunterladen. Beim Klick darauf kommt der Hinweis, dass 14 Songs runtergeladen werden, das ca. 150 MB sind und dass nach der Installation die App neu gestartet werden muss.
Und so sieht's dann aus. Hier sind schöne Beispiele von vielen Möglichkeiten dieser App. Notizzettel in 2 Farben und in 2 Sprachen erklären, was in dem jeweiligen Beispiel dargestellt wird. Hier kann man sich durch alle Songs klicken und viele Funktionen dieser App kennenlernen und ausprobieren. Viel Spaß damit! Ich verlinke den Download-Link unten in der Beschreibung. Diese kann man dann genauso herstellen wie ein Backup, den man selbst gemacht hat.